Auf vielfachen Wunsch eurerseits, wann denn endlich wieder einmal neue Videos und Updates vom Trade-Scanner von Markus Runau kommen, freue ich mich ganz besonders, dass er heute wieder bei uns ist. Er gibt uns ein Update, was es alles Neues gibt, und ihr dürft gespannt sein. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Markus. Hallo, ja, Nicola, mich freut es auch wieder bei euch zu sein und euch ein bisschen das darzustellen, was den Tradescanner so ausmacht. Tradescanner ist ja deutlich mehr als einfach nur so ein bisschen Optionsscanner, sondern wir haben ja viel, 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 viel mehr. Das heißt, das, was eigentlich alles wichtig ist für euch an der Börse, damit ihr erfolgreich handeln könnt, das haben wir für euch zusammengefasst. Das heißt, ihr seht jetzt schon mal hier gleich das TradeScanner Dashboard. Das heißt, wenn ihr eingeloggt seid, dann seht ihr, was denn alles hier möglich ist. Das heißt, ihr habt erstmal hier die Option und ganz wichtig, wir haben auch eine App. Das heißt, die App könnt ihr euch runterladen. Das ist nicht das gleiche hier wie der TradeScanner, sondern die App ist dazu da, dass ihr Kommunikation habt, alle Nachrichten, alles, was irgendwo wichtig ist, kommt auch in die App hinein. Das heißt, scannen, weiß ich nicht, ob das sinnig ist, auf ein Handy zu machen. Da geht es um Geld, das will ich auf dem Bildschirm vernünftig haben. Aber ihr kriegt die wichtigsten Informationen, wenn irgendwas ist. Ja, hier seht ihr schon mal im Dashboard. Jeden Morgen habt ihr schon mal einen kompletten Überblick, wann sind Finanznachrichten, wann sind Börsennachrichten. Da wird das jeden Morgen um 8 ist das frisch geschrieben mit Quellenangabe, was alles wichtig ist. Also ihr braucht dann gar nicht mehr hier Zeitung lesen, habt den Tradescanner als Zeitung gleich mal mit drin. Dann also ihr könnt dann einfach sagen, hier im Play Store, App Store, mit den gleichen Registrierdetails wie im Trade Scanner kommt ihr dann da drauf. Also ihr müsst euch erst registrieren im Trade Scanner, ist ja kostenlos und das registrieren und dann habt ihr hier den Zugriff. Genau. Dann, was wir glaube ich auch noch nicht gezeigt hatten, war unser Marktmodell. Und die große Frage, die ja immer jeden Morgen dann da ist, ja, was handle ich denn wann? Mhm. Und dafür ist das Marktmodell gut. Das heißt, ihr seht dann erstmal hier, was ist in den Indizes los? Wo stehen die denn überhaupt? Und das haben wir im Runa Berger Modell zusammengefasst. Das heißt, Carsten Berger und ich haben das zusammen entwickelt. Mhm. Und da geht es darum, je weiter rechts ein Wert ist, desto besser ist die Performance gegenüber seinem Peer. Das heißt, hier zum Beispiel, dass du ein MSCI World hast. Bei den amerikanischen Indizes haben wir den S&P 500 als Benchmark und so. Und dass man immer den Vergleich hat. Weil wir haben festgestellt, es bringt gar nicht so viel auf Saisonalitäten oder sowas zu gehen, sondern es ist viel, viel stärker in der Outperformance reinzugehen. Das heißt, je weiter rechts ein Wert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch steigen kann. Auf der anderen Achse, das ist der Runau DD, offensichtlich von mir entwickelt. Äh, und das ist, ja, wie hat es mir neulich einer vom VTAD gesagt, jetzt müssen wir die ganzen Bücher umschreiben, weil das ist ein Non-Lagging äh, Indikator. Das bedeutet, dass der wirklich sehr, sehr präzise ist und Wendepunkte im Chart extrem genau bestimmen kann. Genau. Das heißt, Werte, die langweilig sind, die sind hier in diesem Lagging-Bereich. Underperformer, wenn die in der Korrektur sind und langsam und so weiter, das seht ihr hier relativ leicht. Und wir wollen Outperformance-Werte handeln. Und die wandern oftmals hier so seitlich von oben nach unten und so weiter. Ihr seht immer den roten Punkt, das ist der aktuelle, und orange, wo kommt das denn her? Das heißt, ich sehe auf einen Blick, dass der QQQ total weit oben war und jetzt ein bisschen gefallen ist Mhm. und sich offensichtlich jetzt auch ein klein wenig wieder erholt hat. Und deshalb hat er hier auch die Trend prinzipiell ist nach oben gerichtet, also brauche ich nicht mal einen Chart anschauen. Ich sehe Runau DD, wo der steht, das ist so ein normaler grüner Bereich. Ich sehe die relative Performance und da sehe ich, dass das offensichtlich der stärkste Index ist. Das heißt, ich will jetzt keine
Aktien aus irgendwas anderem nehmen, sondern ich möchte Technologieaktien oder hier im IWM Sachen haben, amerikanischer Markt oder SDAX. Das sind die tollen Werte. Wo es steigt, beim SDAX seht ihr gleich ein Stoppschild. Mhm. Das heißt, wenn ihr irgendwo in Position drin seid, wer gibt euch denn die Info, wann es rausgeht? Das zeigt euch das Modell hier. Mhm. Und wir können uns das auch mal hier in den US-Sektoren anschauen. Da seht ihr heute Kommunikation spannend. Mhm. Lupe heißt, heute ist ein Scan-Tag. Die anderen Tage, da bist du mal lieber im Eiscafé oder was auch immer. Aber hier, da ist es eben wichtig. Und das Coole ist, ihr braucht da gar nicht so viel rumklicken, sondern schaut euch das mal an. Ich habe hier zum Beispiel meine TradeScanner Connect App. Da im Rohner-Berger Modell sehe ich dann sofort, ah ja, hier Long-Einstiege, such doch mal im Communications-Bereich. Ah, Also viel einfacher geht es ja kaum. Und ihr seht hier beim Technologiebereich Stoppschild. Das heißt, ranziehen. Das war vor ein paar Tagen auch mal durchaus anders. Also ihr könnt da auch mal retrograd so zurückgehen und so, wann, wie, wo, was war. Genau, hier seht ihr zum Beispiel am 23. Juni Einstiege in verschiedenen Bereichen. Und da könnt ihr auch mal draufklicken, dass ihr hier so einen Chart seht. Ähm, und da habt ihr dann hier den 23. Juni, das war hier dieser Bereich. Ich glaube, da könnte man auch schlechter erwischt haben. Das passt schon ziemlich genau immer. Dass ihr hier sofort seht, wie laufen denn die Werte. Und das ist auch hier schön zu sehen. Und dann, wenn er hier diesen gelben Bereich macht, passt auf, Positionen, auch mal Teilgewinne mitnehmen und dann läuft das raus. Und ihr seht auch hier das Open Interest Level. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Er wird hier schon gelb. Das heißt, Vorsicht raus aus diesen Positionen. Mal ganz kurzer Überblick. Wir machen das auch jeden Montag. Haben wir unser Wochenmeeting, Carsten Berger und ich. Da gehen wir dann die Märkte durch und wir schicken auch dann Meldungen raus, wenn es jetzt hier Trades zu machen geht, was wir machen und sowas. Genau. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben auch jetzt hier unser Cash Secure Put Modell, kennt ihr ja, ja. Das hatten wir schon mal gezeigt mhm. mit Nicola zusammen. Da seht ihr hier die verschiedenen Werte, alle möglichen Einstellparameter, die ihr euch auch speichern könnt und wieder zurückladen. Also ich habe immer die Default-Werte drin, weil passiert doch schnell mal, dass man sich irgendwas zerschießt und dann Hilfe, wie komme ich denn da wieder rein, dass das nicht passiert. Beziehungsweise braucht ihr hier keinen Vollprofi, der euch das erstmal einrichtet oder sonst was, sondern es ist schon mal in Parametern eingerichtet, die gut funktionieren. Und ich mache ja schon seit Jahren hier so einen Börsenbrief. Und da fahre ich genau mit den Einstellungen mit 98,21% Trefferquote. Das Und kann das, wirklich was. egal wie die Märkte gehen, das ist schier unglaublich, aber es funktioniert eben einfach auf das System hier zu verlassen. Ja, Genau, ihr könnt jetzt hier so reinklicken und das, was am einfachsten ist, ist immer zu sagen, okay, ich suche mir doch die Werte mit einem sehr hohen Rang. Rang bedeutet, ähm, dass wir nicht unbedingt auf Prämie gehen. Wir können auf Prämie gehen, das steht auch hier drin. Wie viel Prozent Return on Capital haben wir? Wie viel Preis? Was bedeutet das an Rendite pro Jahr? Das ist ja extrem hilfreich. Das könnt ihr super schnell sortieren. mhm. Ähm, aber der Rang hat eben diese Besonderheit, dass dann verglichen wird wieder mit dem Index, wie gut ist dieser Wert. Das heißt, über 80 wisst ihr, das sind Werte, die sehr gut am Steigen sind. Ihr habt ja zwei Möglichkeiten beim Cash Secured Put. Einmal die steigenden Werte, die sind dann auch sehr schnell im Target. Oder wenn mal die Marktphase ein bisschen langweilig ist, dann wollt ihr auch Werte, die ganz langweilig sind. Und da steht dann ein Handelssignal, zum Beispiel Strangle. Strangle bedeutet dann nicht, ja, jetzt mach hier einen Strangle, sondern bedeutet einfach nur, es ist eine Seitwärtsphase. Das heißt, 90 Tage läuft ja schon stinklangweilig auf die Seite. Mhm. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Jetzt seht ihr hier die Signale, das heißt, er ist jetzt hier so runter, also einmal hochgelaufen, runtergelaufen und ihr seht hier auch im Rohner-Berger Modell genau das Gleiche. Das heißt, der kam von oben und hat jetzt hier so einen kleinen Schub nach oben gemacht. Da kann man auch noch ein bisschen zurückgehen, wenn ihr das sehen wollt.
Das sind genau hier diese Wendepunkte, die ihr sofort auch seht. Wann hat der gedreht? Mhm. Und genau das ist so ein Bild, was wir sehen wollen. Das heißt, dass der Wert von oben kommt, runtergelaufen ist und korrigiert hat. Weil in der Korrektur habt ihr die höchsten Prämien, schlichtweg. Weil dann der Angstfaktor am größten ist und so weiter. Und wir verkaufen da die Versicherung, die keiner gebrauchen kann. Mhm. Hm. Genau. Ihr habt ja dann alle Informationen hier zu diesem Trade auch drin. Und wir haben da so einen kleinen, unauffälligen Button mit drin. So ein blauer Button. Und gerade wenn die Märkte offen sind, ist dieser Button extrem viel wert. Weil manchmal heißt es, oh Scheiße, Markus, wie übertrage ich denn diesen blöden Trade jetzt irgendwo hin? Ja. Ja, ihr kennt ja die ganzen Themen, hat ja Nicola sehr viel gesagt, wie man so ein Cash-Secured Put eröffnen kann. Bestimmt verlinkt sie auch noch ein Video dazu. Auf jeden Fall habe ich hier so ein kleinen Button. Ja, du kürzt das extrem ab jetzt in diesem Fall. Ja, genau. Das klappt aber noch nicht bei der TWS, muss ich sagen, sondern die haben so ein paar andere Broker. Und dann wird erstmal gesagt, hier, wie viele Kontrakte willst du denn haben? Mhm. Dann wird hier schon mal ein Limit angegeben. Das heißt, wir haben ja hier so einen fairer Wert der Prämie und die können wir dann schon mal angeben. Ja? Was willst du denn hier überhaupt bezahlen? Und der Targetpreis. Und ich mache ja das oft so, dass ich sage, okay, erstmal die 60% Verfall ist doch schon mal ein gutes Target, da rauszugehen. Das Mhm. ist schon mal voreingestellt. Könnt ihr erstmal nicht viel falsch machen. Das könnt ihr auch noch dann ändern, keine Frage. Und dann haben wir hier noch einen Stop-Loss, dass wir sagen, zum Beispiel bei 200% gehst du raus. Oder ihr schaut euch das an. Ich habe ja auch so Videos gemacht, wie man eine andere Exit-Strategie hat, wo du eigentlich fast nicht verlieren kannst. Genau, und dann wird das hier zum Beispiel direkt übertragen zu, in dem Fall FreeStocks, beziehungsweise könnt ihr hier verschiedene Broker auswählen. Ähm, Ich habe Kooperationen eben hier mit FreeStocks, mit Smartbroker, mit Just Trade, mit Finanzen Net Zero und Consorsbank. Nehmen wir mal an, ich klicke jetzt hier mal auf FreeStocks, dann habe ich hier irgendwo mein Login und dann bin ich schon eingemeldet und habe diesen Wert direkt drin. Ich kann dir hier das nochmal anpassen, ich kann auch nochmal die Stückzahl ändern und so weiter. Ihr seht sofort hier die Auswirkungen dann, was ihr an Prämie kriegt, wo gerade die Preise sind und so weiter. Das könnt ihr dann alles anpassen. Mhm. Ich finde es super, super praktisch. Ähm, genau, und dann einfach nur übertragen und dann war es das. Das ist wirklich sehr Ähm, vereinfacht jetzt. Das ist auch neu bei richtig. euch, ne? Das ist neu bei uns und das funktioniert erstmal bei allen, ich sag mal, einfachen Optionsstrategien. Das heißt, das ist jetzt hier Cash Secured Put, Covered Call, Bear Call, dann der gekaufte Call und der gekaufte Put. Mhm. Okay. Da könnt ihr das super, super einfach machen. Mhm. In letzter Zeit haben wir ja so extreme Unsicherheit in den Märkten auch gekriegt, was das Thema Euro, US-Dollar und sowas angeht. Äh, und da ist natürlich auch die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Und wir haben ja nicht nur den Handel auf amerikanischen Märkten, sondern wir können auch deutsche Märkte machen. Und wo der Trade-Scanner halt auch super, super stark ist, das dürfte man nicht vergessen, ist ja das ganze Thema Aktienhandel. Wir Ja. sind ja nicht eine Optionsplattform. Und ich komme ja auch aus dem Aktienhandel und ich habe hier zum Beispiel meinen Turning Point Scanner. Das heißt, da seht ihr, äh, Turning Point bedeutet logischerweise Wendepunkte, die ich entwickelt habe. Und ihr seht hier recht schnell Werte, die ihr handeln könnt. Ähm, hier können wir das uns mal nach Rang sortieren. Und dann haben wir unheimlich viele Trade-Vorschläge direkt, wo ihr dann sagen könnt, hier als nebenberuflicher Händler will ich zum Beispiel irgendwas handeln. Und das Schöne bei Aktien ist ja, also man kann das super als Beibrot machen zu den Optionen. Ähm, Ich brauche aber nicht hunderter Pakete handeln. Ja. Das heißt, das geht auch mal für kleinere Konten oder sowas, dass ihr daran könnt. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ihr habt jetzt hier unser Chart. Teilweise sind die jetzt gerade ein bisschen hochgelaufen vom CRV her.
Nehmen wir mal so einen Wert hier. Jetzt hier. Und ihr habt das Chart. Ihr seht sofort die Pfeile für den Einstieg. Und ihr habt hier auch ein schönes Chart. Das heißt, hier könnt ihr auch mal Indikatoren dazu schalten. Ihr habt Earnings per Share, wenn ihr das fundamental sehen wollt. Bei manchen Aktien gibt es dann sogar Dividendenwerte und sowas. Dass ihr seht, wie wurden die Dividenden eingezeichnet. Ihr könnt wenn ihr sagt, ich will das lieber in Dunkel haben, geht das auch. Ihr könnt das auf Fullscreen machen. Ihr könnt euch da mal ein Rechteck reinmalen oder dann in grün. Ihr könnt zum Beispiel auch mal hier ein Retracement mit rein. Ups, beides gleichzeitig geht natürlich nicht. Ihr könnt euch hier mal so ein Retracement reinmalen und dann sagen, wo ist denn so eine Projektion? Mhm. Wo sollte denn der Markt hingehen können? Und da habt ihr schon mal eine Info. Ihr könnt auch hier so ein klassisches Retracement machen. Klickt da einmal hier, einmal da. Und schon haben wir auch die Retracements berechnet, wer das braucht. Manche malen ja auch was im Markt. Also dann kann man hier so die wichtigen Chart-Analysen machen. Äh, oder dann halt sagen, hier, das sind diese Linien und so weiter. Ja. Ganz hilfreich. Du verbindest im Grunde alles in einem Tool, ne? Von Analyse bis nachher tatsächlich zum Umsetzen des Trades. Ja, komplett. Ja. Und ihr habt hier auch wieder das Runer-Berger Modell. Das heißt, ihr seht hier wieder auf einen Blick, wo kommt er denn her? Der Mhm. ist runtergelaufen und hat jetzt hier die Wende gemacht. Genau das, was wir sehen wollen. Und jetzt kommt eigentlich das Krasseste überhaupt. Ihr habt ja hier die Signale und hier rechts, was seht ihr hier? Ihr seht, wir machen da Backtest-Ergebnisse zu jedem Trade. Wow. Also das ist nicht jetzt hier so, oh ja, so ein bisschen schöne Plattform, sondern ihr könnt direkt da drauf gehen und sagen, ach du heilige Scheiße, das hat ja hier richtig gut funktioniert. Das heißt, wir rechnen immer von, was weiß ich, einem Kapital von 10.000 Dollar oder Euro, je nachdem, was eingestellt ist. Und ihr seht sofort alle wichtigen Sachen des Trades. Ihr habt die Anzahl, wir machen das, glaube ich, über ein paar tausend Kerzen. Also es bringt ja nichts, was vor 30 Jahren war oder so, solche Ergebnisse. Also es Ja. soll einigermaßen aktuell sein, wie gut hatten denn die letzten Signale funktioniert. Und da seht ihr, jo, das war ja gar nicht mal so schlecht. Gell? Also ein Sharp Ratio von 22, eine Win Rate von 66% mit so einem hohen Profitfaktor ist vielleicht nicht die dümmste Idee, sowas zu machen. Ihr habt dann auch noch mal, wie wir das denn machen wollen. Das heißt, hier steigt der Kurs über das und so weiter. Ja. Das heißt, ihr habt das sofort mit drin. Unternehmensbeschreibung habt ihr auch drin. Ihr seht die Ratings. Wir haben ja eine riesige Datenbank, was Fundamentaldaten angeht. Und wir raten ja jedes Unternehmen selber. Mhm. Das heißt, weil ich damals so festgestellt hatte, hier Verschuldungsgrad, Earningswachstum, Margenwachstum, Return on Equity und wie sich der Sales verbessert hat. Das sind halt so wichtige Punkte. Und A ist ein super Wert, F ein schlechter, wobei ihr mit B und C meistens sehr, sehr gut schon fahrt. Mhm. Genau, ihr habt hier den Wall Street Target Preis mit drin. Ihr seht das nochmal hier schön verinnerlicht. Und jetzt natürlich die Frage, oh Scheiße, wie gebe ich das denn ein, was ja doch relativ komplex ist, so eine Order zu machen. Das heißt, wir reden hier von einer Entry by Limit Ja. Order. Das, diese Order hat einen riesigen Vorteil für euch. Und zwar, wenn ihr nebenberuflich arbeitet, nebenberufliche Trader seid, vor allem, dann könnt ihr euch so viel Zeit sparen, dass es schier unglaublich ist. Weil wir hatten sehr, sehr viel Analysen gemacht. Bringt es euch denn was, dass ihr im Vorfeld dann die Order reingibt oder dann auf die also in der kleineren Zeiteinheit die Einstiege sucht. Und es macht keinen Unterschied über die große Statistik. Und das bedeutet aber auch, dass ihr relativ leicht
hier einen Einstieg bauen könnt. Ähm, Dass der Kurs kann ja manchmal nach oben gappen, nach unten gappen und so weiter. Und das berücksichtigt diese Order. Das heißt, ihr seid dann eigentlich schon abgesichert. Das heißt, der Kurs muss zwischen diese 81,47 sein und 81,98, sonst wird das nicht getriggert. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass ich die Order schon vorher platzieren kann, bevor Markteröffnung ist. Das heißt, ihr sitzt dann noch am Kaffeetisch oder sowas, schaut in den Trade Scanner, da sind die Werte und kann die sofort reinhämmern. Hier mit Target und so weiter, alles direkt rein. Und das Schöne, ich kann hier auch zum Broker übertragen klicken. Mach das und schon habe ich hier den Wert drin. Und jetzt kommt das Kleinteilige. So eine Order, die ist ja super kompliziert immer zum Reinhauen, ihr kennt das. Und dann mache ich das nicht für 10 Stück oder für 20 Stück oder sowas. Ja. Aber hier ist es eben sehr, sehr einfach. Und dann sehe ich, ja, hier, was weiß ich, $800 und setze die Order rein und schon ist die übertragen. Das waren jetzt nur ein paar Sekunden und schon ist das drin. Wenn ich mir Mhm. den nächsten Wert anschaue, wo ich sage, der gefällt mir, wie hier, ist ja auch nicht ganz schlecht, ja? Dann kann ich hier direkt sagen, ja, die Levels, die passen, die nehme ich. Wir haben uns ja auch ein bisschen was überlegt, so ist ja nicht. Und dann sind die direkt hier mit reingesetzt. Mhm. Aber hier kann ich alles noch anpassen, wenn ich das möchte, Du ne? Das ist kannst jetzt nicht alles so. Ja. anpassen, wie du es haben möchtest und so weiter. Also Mhm. das klappt sehr, sehr gut. Mhm. Ganz kurze Unterbrechung mit der Bitte, als kleine Wertschätzung für unsere Arbeit den Daumen hoch anzuklicken, den Kanal zu abonnieren, tolle Kommentare dazulassen und vielleicht sogar die neue Möglichkeit des Thank-Button zu nutzen. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit Markus. Der Trade Scanner unterscheidet sich ja daran, dass wir auch verschiedene andere Trader gleich noch mit drin haben, also Profis, die schon seit Jahrzehnten da aktiv sind. Und nehmen wir mal zum Beispiel, wir haben Rüdiger Born, wir haben Carsten Berger, Carsten Umland, Martin Görsch, Wieland Alt und so. Es sind ein paar Leute, die bei uns hier auf der Plattform sind. Und ich möchte einfach mal das kurz zeigen, wie das zum Beispiel ausschaut. Nehmen wir mal hier zum Beispiel bei Carsten Berger, der Scanner. Gewisse Ähnlichkeiten sind logischerweise da, aber es soll ja auch nicht jedes Mal wieder anders aussehen. Das heißt, ihr seht hier zum Beispiel, jetzt habe ich das mal eingestellt auf den deutschen Markt, weil ihr auch den deutschen Markt handeln könnt. Und da könnt ihr dann auch hier euch die Werte anschauen und seht dann, ja, da sind jetzt hier, also ich finde das traumhaft. Ja? Also du siehst sofort hier deinen Bereich, wo der Verlust wäre, wo du deinen Stop setzen sollst, wo das Target denn sinnig ist. Und hier genauso, dass ihr seht, wie sind die Anzahl der Trades, wo sind die Backtest-Ergebnisse. Also ich würde sagen, das macht Sinn. Ja. Ähm, und hier auch genau das Gleiche. Und ihr könnt hier natürlich auch die einfach übertragen, wenn es das geben würde. Hier in dem Fall war eben die Besonderheit, dass ihr dann wahrscheinlich zum Beispiel auf Smart Broker oder andere Broker gehen müsst, weil FreeStocks das nicht bietet. Ah, Ähm, okay. Mhm. genau, das ist einfach so, weil die eben auf den amerikanischen Markt beschränkt sind. Mhm. Aber es macht ja durchaus auch mal Sinn, ein Konto für den deutschen Markt zu haben. Mhm. Mhm. Nochmal zur Info, wir haben dafür auch hier im Blog so, dass ihr bei Smart Broker zum Beispiel dann hier drauf gehen könnt und da Konto eröffnen und so weiter, steht alles drauf. Und ihr kriegt sogar eine Commerzbank-Aktie. Und wenn ihr das hier so richtig seht, seht ihr, dass die Commerzbank-Aktie hier gar nicht mal so schlecht ist, weil die auch schön sauber im Aufwärtstrend läuft. Mhm. Mhm. Also Kontoeröffnung und ihr kriegt das einfach dann auf den Link klicken. Ja. Kein Problem. Gut, dann haben wir zum Beispiel Wieland Ahls Touch-and-Turn-Signal, ähm, wo ihr auch seht, wie sind denn hier die Einstiege. Und ihr seht hier, ui, Chancen-Risiko-Verhältnis 3,3, gar nicht mal so schlecht. Und dann, wo stehen die Preise? Er hat halt viel auf Englisch, weil er Mhm. sehr viel im Ausland unterwegs ist. Ihr könnt auch hier seine Expander-Strategie anschauen. Und dann habt ihr hier auch diese
Werte, dass es sagt, okay, jetzt hier für 7er Chancen-Risiko-Verhältnis kann ich mir auch mal einen Energy-Drink gönnen. Genau, das waren jetzt erstmal so die Highlights. Wir werden Ja. dann nochmal tiefer reingehen, auch mit den Optionen. Da haben wir auch noch viele Sachen, die noch neu sind. Aber dass wir das nicht zu lang machen heute, das Video. Ja. Kannst du uns nochmal oder den Zuschauern nochmal die Startseite zeigen von euch, wie viele tolle unterschiedliche Möglichkeiten ihr da habt, weil du jetzt gerade eben die Absolut, ja. verschiedenen Profis angesprochen hast, mit denen du zusammenarbeitest. Da hast du ja diese verschiedenen Blöcke in dem Shop, dachte ich jetzt einmal, dass wir einmal kurz Absolut, ja, äh, genau. in den Gehen Shop wir da mal kurz reinschauen. rein. Genau, da sind ja jetzt die unterschiedlichen Trader beziehungsweise die Profis, mit denen du zusammenarbeitest und diese ganzen Strategien. Und es ist so, wenn ihr jetzt meinen Link nehmt, es ist jetzt nicht auf Markus Runau beschränkt, sondern auf alle Positionen, die da drin sind. Ja, es ist ganz lieb, dass du da einmal durchscrollst. Ihr seht, wie viel das ist. Ihr könnt euch das alles in Ruhe anschauen. Und ihr habt jeweils, egal was ihr da nutzen möchtet, 20% über meinen Link. Und es gibt auch noch verschiedene Laufzeiten. Könntest du das noch einmal zeigen, Markus? Genau, du kannst Wenn hier ihr jetzt da sagt, oh, ich möchte jetzt reinklicken. erstmal nur etwas ausprobieren, könnt ihr das tatsächlich auf Monat machen oder halt auch gleich dann 3, 6 Monate oder ein ganzes Jahr. Und die 20% zählen natürlich für alle Laufzeiten, ne? Also es ist jetzt nicht nur Und auf, hier ist ja auf eine dieser Sache. Button. Genau, Genau. genau, das Klickst du hier einfach rein und sagst dann Nikola. genau. Und Und dann dann, seht ihr, dass das sofort dann angepasst wird, egal welche Laufzeit genau, das hat. das ist halt nochmal deutlich reduziert dann, Mhm. wenn ihr das aufs Jahr macht. Das heißt, da seid ihr bei knapp 38% Ja, gegenüber dem Monatspreis das drin. Ne? lohnt sich also wirklich, da einmal durchzuschauen, weil also wirklich dieses Tool von Markus deckt alles ab, was es auf dem Börsenparkett so gibt. Schaut euch das wirklich in Ruhe an. Es gibt ganz viele Videos dazu auf meiner Plattform, auch auf Markus Park Plattform. Da könnt ihr euch dann nochmal schlau machen. Es gibt überall auch Laufzettel dafür, wie ihr euch bei welchem Broker anmeldet. Also ihr werdet da komplett an die Hand genommen. Ihr habt gehört, ihr habt noch die App dazu. Also ja. Hier auch, ihr habt auch hier zum Beispiel äh, Eingaben. Mhm. Das macht natürlich die Nicola auch gut, aber wir haben das natürlich auch gemacht, dass ihr seht, wie mache ich das hier vom Trade Scanner direkt in den Cash Secret Put oder in die anderen Strategien hinein. Wie wird das gemacht bei Free Stocks und so weiter, die Order-Eingaben und so weiter, ist alles vorbereitet und auch verschiedene Strategien erklärt und so. Genau. Und das Schöne ist halt auch, dass sie auch Options-Spreads anbieten. Da habt ihr also den vollen Umfang. Da werden wir dann auch in Kürze nochmal genauer drauf eingehen. Markus ist da noch Genau, dran, das das ist ja noch besser zu machen, als es jetzt ist. Und Ihr so, habt wirklich sehr viele Strategien. Also wir haben den Vertical Call Spread in Trendrichtung, in Counter-Trendrichtung, den Vertical Put. Ihr habt den Bull Put Spread, den Bear Call Spread, den Bear Put, den Bull Call, den Iron Condor. Ihr ich sag habt ja, die normalen Strangles und so weiter. Also ihr habt wirklich sehr, sehr viele Dinge. Und wenn ihr zum Beispiel den Option Scanner Advanced habt, habt ihr beide gleich zusammen. Das ja, heißt, ihr braucht nur ein Modul und habt wirklich alles. ja. Ich sag ja, alles dabei. Ich glaube, dazu muss man jetzt gar nicht mehr viel sagen. Probiert es einfach aus, es ist sensationell. Ihr werdet sehr, sehr, sehr viel Freude damit haben. Markus, hast du noch irgendetwas, was du gerne den Zuschauern zeigen möchtest? Ich glaube, das war schon eine ganze Menge, ne? In die Tiefe gehen wir dann mal in Ruhe. Was Das meinst machen wir dann in du? Ruhe, Ja, eins nach dem anderen, genau. genau. Super. Dann danke ich dir, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie ihr schon gerade gehört habt, Markus wird dann in Kürze wieder bei uns sein und dann auch wieder regelmäßig. Darüber freue ich mich sehr. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Passt auf euch und eure Trades auf und bis ganz bald. Ciao. Tschüss.